Improviser in Residence ist im Prinzip ein Stipendium, das sich über ein Jahr erstreckt. Und zwar in dem Fall in Moers. Konkret heißt das, dass ein Musiker oder eine Musikerin in meinem Fall eingeladen ist, ein Jahr lang in der Stadt zu arbeiten, mit der Stadt zu arbeiten. Die Idee ist, die Musik, die während des Moers Festivals die Stadt Moers im Prinzip zu einem internationalen Treffpunkt der improvisierten Musik macht, über ein Jahr in die Stadt auch reinzutragen. Ob jetzt rein improvisatorisch, solo, also ich alleine, oder kompositorisch oder eben mit vielen verschiedenen Bandmitgliedern oder per Gesprächskonzerte, das ist dann jedem Improviser überlassen. Und das Schöne an der Sache ist, dass man natürlich mitten in der Stadt lebt auch, in einem schönen Häuschen mit Flügel und Ruhe. In so einer Stadt wie Köln natürlich oder Berlin oder jeder größeren Stadt ist es so, dass natürlich viel mehr Leute sich bestimmte Töpfe, bestimmte Projekte oder bestimmte Orte teilen müssen, was ja auch sehr gut ist. Aber der Vorteil eben einer kleineren Stadt ist, dass man viel fokussierter arbeiten kann. Eigentlich hat man letztendlich für eine bestimmte Zeit, die hier ja dann ein Jahr ist, hat man mehr Möglichkeiten zunächst, die man eben auschecken muss. Aber Moers heißt schlicht vor dem Moers Festival. Konkret ist es so, dass ich bestimmte Musikerinnen und Musiker eingeladen habe und diese natürlich eine Performance, also Musik gespielt haben, gemacht haben, unter anderem eben auch in der Residenz, in der Improviser Residenz. Und es ist aber eher so ein Gesprächskonzert. Also ich habe dann die Kolleginnen und Kollegen gefragt oder ausgefragt so ein bisschen über deren Werdegang, über das Instrument, was sie spielen, was extrem interessant war, über musikalische Einflüsse oder grundsätzlich deren musikalische Sicht. Und gegen Ende haben wir dann meistens auch zusammen gespielt. Also ich bin groß geworden mit zwei sehr jungen und sehr offen orientierten Eltern. Also mein Vater und meine Mutter haben beide sehr viel Jazz gehört und deswegen lief bei uns halt immer Bill Evans oder Oscar Peterson, Thelonious Monk und was weiß ich. Ich habe vorher schon den Auftrag bekommen, für das Moers Festival was zu entwickeln und danach kam der Ruf zum Improviser. Und ich denke, das ist nicht von ungefähr, dass ich mich natürlich damit auseinandergesetzt habe, ob es eigentlich berühmte Töchter oder Söhne der Stadt gibt, die eben literarisch interessant sind. Und dann bin ich zwangsläufig natürlich auf Hüsch gestoßen und habe viel recherchiert, welche Texte er über die Jahre, Jahrzehnte geschrieben hat. Ich kannte natürlich selber auch die späteren Sachen, die früheren kannte ich gar nicht, weil ich mich jetzt mit dem Œuvre jetzt gar nicht so auseinandergesetzt habe. Und im Deutschen Kabarettarchiv in Mainz wurde mir dann klar, einfach also die Vielfalt der Texte, die einfach sich natürlich auch entwickelt haben über die Jahre, die er ja extrem kreativ war. Und dort fiel eben die Wahl auf die genannten, unter anderem Leichtes Land, Die Todesfuge, Es wird erwogen, das. Die komplette Musik habe ich geschrieben, komponiert, einen Rechner eingegeben, Noten gemacht, Noten gebunden, eingearbeitet bzw. eingeübt hat den Chorpart Susanne Blumenthal.
wofür ich extrem dankbar bin. Das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Also das, sagen wir mal so, sie ist eine ausgebildete Dirigentin und auch Chorleiterin. Und das ist für uns, die eben diese Ausbildung nicht haben, schon mit extrem viel Arbeit verbunden. Ich wollte schon die Musik, die ja jetzt nicht jedem so extrem geläufig ist, einfach mal in die Stadt rein tragen, rein spielen, wenn man so will. Und die Idee war, dass man 7 bis 8 ungewöhnliche Orte findet, aber Orte des alltäglichen Erlebens im Prinzip. Also gab es einen Tabakladen, einen Buchladen, Buchhandlung, dann natürlich auch trotzdem ein Café, dann das Büro, eine Versicherung unter anderem. Die Idee, die Musik wirklich in die Stadt reinzutragen und auch ganz bestimmte ungewöhnliche Orte für die Musik zu finden, die hat sich auch manifestiert, außer in der Jazz-Rallye, in dem Konzert im Schuhhaus Saltgen. Es war genauso, wie es klingt. Also es ist ein Schuhhaus, natürlich mit einer ganz besonderen Ästhetik. Also die beiden Inhaber, die Saltkens, haben das Schuhhaus auch jahrzehntelang in Moers geführt. Und dort ist schon eine ganz besondere Atmosphäre, in die Musik auch tatsächlich reinpasste. Ja, wurde sehr gut angenommen. Das war extrem, also es war erstaunlich, fand ich, weil ja das eigentlich ein Pilotprojekt war 2008. Ich war ja die Erste. Und das war schon zu bemerken, dass die Bürger schon darauf eingestiegen sind, also sich eigentlich gefreut haben, dass da jetzt auch was Neues ist, das natürlich auch einen Zusammenhang auch hat mit der Stadt, und haben die Veranstaltung eigentlich schon sehr rege besucht. Ja. Das letzte Highlight, naturgemäß Abschlusskonzert, war mein Abschlusskonzert. Das war eine Auftragskomposition, die ich quasi mir selbst gegeben habe und aber die von dem auch mir gestellt wurde. So ein bisschen die Summe der Eindrücke und der Arbeit, die Summe der Inspiration eben in einem Konzert zusammenzufassen. Ich habe eine internationale Besetzung zusammengestellt, die sozusagen in Teilen das aufgeführt hat, was ich dieses Jahr erlebt habe. Das heißt, also es gab natürlich einen Teil des Hüsch-Projekts, das ich dann umgeschrieben habe für Quintett. Und dann gab es noch neuere Passagen, die ich einfach während des Jahres geschrieben habe, die nur deshalb entstehen konnten, weil ich dort eben gewohnt und gearbeitet und komponiert und gelebt habe. Zuallererst Inspiration, weil ich ohne weiteres nicht mit den Leuten zusammengekommen wäre, mit denen ich zusammengekommen bin in dem Jahr. Und zwar durch die Avo Moers Konzerte, ganz klar gesagt. Und durch das Hüsch-Projekt auf dem Moers Festival. Und natürlich auch durch das Abschlussprojekt. Also das auf jeden Fall. Dann ich erinnere dieses Jahr, das war natürlich ebenfalls ein arbeitsvolles Jahr, aber ich erinnere dieses Jahr eigentlich schon relativ hell. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass das Wohnzimmer so hell war und der Flügel einfach fantastisch war. Also ich habe da sehr viel geschrieben auch. Und das war schon auf eine Art dann doch eine Enklave. Man konnte sich einfach viel, viel besser zurückziehen. Also ich musste natürlich auch bestimmte Dinge weiterführen und den Überblick behalten, denn nach diesem Jahr geht ja das normale Leben schon auch weiter. Ich meine, hey, der Luxus, zu den Gigs zu Fuß zu gehen, den habe ich jetzt nicht. Und das war schon tierisch.